Wir haben den Agri-Camping in der Nähe von Piombino verlassen und fahren jetzt 50 Kilometer zurück in Richtung Livorno. Dort gibt es die kleine Stadt Cesena und dort wollen wir hin. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben Donnerstag, den 9. September. Wir fahren auf der Autobahn Richtung Livorno. Unsere Strecke ist heute etwa 50 Kilometer, also keine Entfernung. Wir werden also maximal eine Stunde brauchen, um diesen Campingplatz in Cesena zu erreichen. Jetzt haben wir gleich den Campingplatz Mare Blu erreicht, den wir hier anfahren wollen. Diesen Campingplatz kennen wir, sind schon mehrfach dort gewesen. Allerdings ist das schon mehr als 5 Jahre her, dass wir dort das letzte Mal gewesen sind. Wir haben hier nicht reserviert. Wir wissen, dass es schwer ist, hier jetzt einen Platz zu bekommen, aber wir wollen es versuchen. Es ist Vormittag, kurz vor 11 Uhr, als wir hier ankommen. Wir fahren ganz vorsichtig hier rein, denn wir wissen nicht, ob wir überhaupt wieder drehen können und wieder raus können. Müssen wir erstmal schauen. Ein netter junger Mann hat uns eingewiesen, dass wir so parken, dass wir keinen stören. Und jetzt gehe ich dann zur Rezeption, um zu erfragen, ob wir noch einen freien Platz bekommen. Der Platz ist voll ausgebucht, keine Chance, auch für die nächsten Tage nicht. So müssen wir weiterfahren. Wir hatten uns alternativ schon einen anderen Platz ausgesucht. Und zwar nur 2 Kilometer entfernt gibt es einen Stellplatz von der Kommune und den fahren wir jetzt an. So sind wir jetzt 2 Kilometer weitergefahren und stehen jetzt vor diesem einfachen Stellplatz, der hier auch in der Nähe von Cesena ist und etwa 2 Kilometer, wie ich schon sagte, von dem Campingplatz entfernt ist. Er ist aufgeteilt in 2 Flächen. Einmal links eine asphaltierte Fläche, dort kann man stehen, und hier auf der rechten Seite eine geschotterte Fläche, und hier fahren wir jetzt hin. Auf diesem Stellplatz können bis zu 70 Mobile stehen. Der Platz kostet 10 Euro pro Tag und ist ganzjährig nutzbar. Strom gibt es auf diesem Platz nicht. Es gibt auch keine sanitären Anlagen, aber eine End- und Versorgung gibt es, die werde ich später noch zeigen. Das ist kein besonders schöner Platz hier, aber er ist zweckmäßig, und da die ganzen Campingplätze, das haben wir später dann erfahren, alle voll belegt sind, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als hier diesen Platz zu nutzen. Wir haben uns hier eingerichtet und beschlossen, dass wir erstmal 2 Tage hier bleiben. Bei der Einfahrt zum Stellplatz wurden wir vom Betreiber bzw. vom Platzwart darauf hingewiesen, dass Camping hier nicht erlaubt ist und wir keine Markise rausfahren dürfen und normalerweise auch nicht Tisch und Stühle rausstellen dürfen. Aber da wollte er großzügig sein und das hat er uns dann erlaubt. An der Zufahrt steht ein kleines Haus, dort findet man den Platzwart. Der ist anwesend von morgens 9 bis 12:30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Und dort zahlt man auch seine Stellplatzgebühr. Der Platzbereich auf der linken Seite mit Asphalt, der ist geeignet für Fahrzeuge bis zu 7 Metern. Ganz hinten am Ende des Platzes, etwa da, wo wir stehen, dort gibt es Grünflächen. Dort kann man gut mit dem Hund spazieren gehen oder überhaupt spazieren gehen in diesem kleinen Park. Gegenüber der Einfahrt vom Stellplatz, dort befindet sich die Entsorgung. Dort gibt es Frischwasser und man kann seine Kassette entleeren und auch sein Grauwasser entleeren. Das Ganze sieht etwas ungepflegt aus, aber nun gut, so ist es. End- und Versorgen kann man nur, während der Platzwart hier vor Ort ist. Aber es gibt auch Positives zu berichten. In unmittelbarer Nähe, auch zu Fuß zu erreichen, gibt es Pizzeria, Restaurants und auch Bars. Auch der Strand ist nur wenige 100 Meter entfernt. Wir sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Die letzten Meter muss man allerdings dann zu Fuß gehen, denn der Sand ist zu lose und zu weich, kann man nicht mehr befahren. Und so laufen wir die letzten Meter bis zum Meer zu Fuß. Es ist später Nachmittag, der Strand ist noch gut besucht, aber man findet immer noch mal ein Plätzchen, wo man sich niederlassen kann.
Das Wasser ist klar und schön warm, so macht es richtig Spaß, ins Meer zu gehen. Und es ist nicht so sehr überfüllt hier, es sind nicht zu viele Menschen da, sodass man genug Platz hier hat. Das ist der Vorteil, wenn man jetzt im September hier Urlaub macht. Die Wassertemperaturen sind jetzt sehr angenehm. Geschätzt etwa liegen die bei 25 Grad. Das ist natürlich in den Frühjahrsmonaten Mai, Juni noch nicht so der Fall. Vor dem Strand liegt ein schmaler Streifen Pinienwald. Der ist durchzogen mit Wegen. Dort kann man Fahrrad fahren, spazieren gehen, auch mit dem Hund gehen. Und wenn es sehr heiß ist, ist es angenehm, ist dort schattig. Jetzt schauen wir uns den Camping Mare Blue an. Den hätten wir ja gerne genutzt, der leider ja aber voll belegt ist. Der Campingplatz liegt nur wenige 100 Meter vom Strand entfernt, hat aber auch einen schönen großen Pool. Der Campingplatz hat einen Bereich hier auf der linken Seite, dort gibt es wenig Schatten, und auf der rechten Seite, da steht man unter Pinien, dort hat man dann auch Schatten. Wenn man hier und da mal einen freien Platz sieht, dann sind das reservierte Plätze. Wir hatten nochmal nachgefragt, also keine Chance, für die nächsten Tage ist der Platz voll ausgebucht. Man kann hier in der Nebensaison mit Axicard bezahlen, man zahlt dann 20 € pro Tag. In dieser Region gibt es gut ausgebaute Fahrradwege. Man kann zum Beispiel zur Stadt Szczecina fahren, fährt größtenteils dabei auf Fahrradwegen. Es gibt auch eine Strecke an einem Fluss entlang, die ist gut zu fahren und natürlich auch landschaftlich sehr schön. So kann man gut mit dem Fahrrad nach Szczecina fahren, um dort einzukaufen. Dort gibt es einen großen Discounter, der ist etwa 8-9 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in andere Richtungen zu fahren, und zwar in Richtung Vardar, einer kleinen Stadt. Man kann dabei am Meer entlang fahren, vielleicht nicht immer direkt, aber man findet dann immer mal wieder einen Zugang zum Strand. An den Wochenenden sind die Strände hier gut besucht, in der Woche ist es eher erheblich ruhiger. Im Internet ist zu lesen, hier in der Region sind die Strände so weiß wie in der Karibik. Unser Ziel ist die kleine Stadt oder die kleine Ortschaft Vardar. Es sind 4 Kilometer vom Stellplatz bis dorthin. Auch hier finden wir viele Restaurants und Bars. Also wer essen gehen möchte, hat hier auch viele Möglichkeiten. Wir gehen gerne mal essen, kochen und grillen aber auch gerne selber. Wenn wir kochen, dann kochen wir häufig mit der Induktionsplatte und das über unseren selbst erzeugten Strom mit der Solaranlage und unseren Lithiumbatterien mit 360 Ampere-Stunden. Wenn so wie hier in Italien fast den ganzen Tag die Sonne scheint, dann ist am Abend oder sind am Abend die Batterien wieder voll und so kann ich auch ohne Probleme beim Kochen mal 100 Ampere rausnehmen und die Batterien werden schnell geladen. Ich habe ja zusätzlich noch ein Solarfeld vor dem Mobil stehen, um noch effektiver die Batterien zu laden, und somit habe ich insgesamt dann 540 WP, mit denen ich die Batterien, die Lithiumbatterien lade. In der Woche gab es hier immer viele freie Plätze, aber am Wochenende waren die Plätze fast alle immer belegt. Wir waren 4 Tage auf diesem Stellplatz. In der Nacht war es schön ruhig, am Tage gut, man hat hier und da mal ein Auto gehört, aber es war zu ertragen. Am Montag, den 13. September, verlassen wir diesen Stellplatz. Es geht ein Stück zurück Richtung Gardasee. Wir haben aber Zeit noch bis Anfang Oktober, dann wollen wir wieder in der Heimat sein. Und so werden wir noch einige Stationen auf dieser Reise anfahren. Auch zum Gardasee werden wir nicht von hier aus in einem durchfahren, sondern wir werden einen Zwischenstopp einlegen. Aber dazu mehr im nächsten Video.
Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.